Einmal Arme umdrehen. Sie kennen es ja schon, gell? Ja, ja. Achtung, einmal kalt. Passt so bei Ihnen? Ja. Gut. Der Herr Kunsch hat eine koronare Herzerkrankung, kommt vierteljährlich zur Blutabnahme und zum EKG, einfach zur Überprüfung. EKG sieht gut aus, Herr Kunsch. Jawohl. Können wir uns nicht beklagen. Noch bevor die Sprechstunde beginnt, hat Lea Feil ordentlich zu tun. Hier ein EKG, da eine Blutabnahme. Ohne die medizinischen Fachangestellten würde nichts laufen in der Landarztpraxis Steinenberg. Alles bevor der Telefondienst am Empfang beginnt. An manchen Tagen kann das anstrengend sein. Nächster bitte. Schwierig, wenn hier ganz viele stehen, beide Telefone klingeln. Ja, dann kommt man vielleicht schon mal in Stress. Aber ich glaube, wir sind so ein gutes Team und so eingespielt, dass jeder eigentlich weiß, was er dann macht oder dann kurz auch unter die Arme greift und hilft. Senior und Junior Höschele und Dr. Kodler. 3 weitere Ärzte, 9 medizinische Fachangestellte, 2 Auszubildende. Ein riesiges Team. Ab 8 Uhr heißt es für Lea Feil, Patienten begrüßen. Nächster bitte. Aufrufen. Frau Brombeau, bitte. Einmal mitkommen. Mit anderen Praxen telefonieren und Termine vergeben. Fieber auch oder das nicht? Okay. Auf 10:40 Uhr geht es. Alles klar, schreibe ich Sie rein. Bis nachher. Ja, gerne. Tschüss. Nebenan. Wochenbesprechung mit Dr. Philipp Höschele und Praxismanagerin Renate Ehmann. Sie ist eine Art Geschäftsführerin der Praxis, kümmert sich um Rechnungen, Personal und Urlaubsplanung. Da bist du im Urlaub, die Katharina im Urlaub und die Frau Dr. Eckhardt im Urlaub. Also heißt 3 Ärzte fehlen. Deswegen müsste man da jetzt mal schauen. Du hast morgen Herzsport. Muss ich da irgendwas mitteilen? Nee, ich werd hingehen. Du gehst da hin? Ich okay. gehe hin. Ja. Genau. Gut. Wäre die Frau Ehmann nicht da und würde mir so viel abnehmen im Controlling, im Personalmanagement, in der Buchhaltung, dann würde ich viel, viel mehr Zeit mit diesen Tätigkeiten aufbringen als mit der Patientenbetreuung. Und deswegen macht es um ein Vielfaches einfacher. Renate Ehmann arbeitet seit über 30 Jahren für die Praxis. Es dürfte kaum ein Problem im Gesundheitsbetrieb geben, das ihr nicht vertraut ist. Guten Morgen. Termin beim Dr. Kodler, gell? Jawohl. Und Diese ganzen Sachen. Ja, habe ich aufgeschrieben. Dann dürfen Sie gerade Platz nehmen. Die Behandlung beginnt ja quasi schon am Empfang. Die Kolleginnen am Empfang wissen schon, weshalb der Patient kommt und können dann auch schon die richtigen Wege vorgeben, die planen, ob dann schon EKG nötig ist, ob andere Vorbereitung fertig ist. Und das funktioniert natürlich am Ende nur, wenn jeder weiß, was er zu tun hat und auch jeder seine Aufgabe weiß. Einige Räume weiter bereitet Stefanie Rhein gerade ein Belastungs-EKG vor. Hans-Joachim Kneemeyer plagen unerklärliche Schwindelanfälle, wenn er sich anstrengt. Bevor es losgeht, ein kleines Ratespiel. so, mal schätzen jetzt. Was sagen Sie? 130, 80. Okay, mal gucken, ob er recht hat. 145,80. Ich bestimmt Bisschen hoch. die Vorfreude, Ja, gell? ja, ein bisschen hoch. So, dann dürfen Sie losfahren. 75 Watt starten wir, Herr Kneemeyer. Die Belastung wird allerdings nach und nach steigen. Getränkeservice inklusive. Jetzt möchte man einfach sehen, ob der Schwindel vielleicht auftritt nach der Belastung oder während der Belastung. Das Gute ist, dass wir die Patienten das einfach anbieten können. Dass wir nicht unbedingt für so eine Untersuchung weiterschicken müssen, sondern halt eben das auch hier machen können. Kommt dann natürlich was raus und es wäre dann vonnöten, dass der Facharzt drüber schaut, vielleicht dann eben der Kardiologe oder so, dann schickt natürlich der Arzt weiter. Herr Kneemeyer, dann dürfen Sie jetzt aufhören. Ja, der Blutdruck, der ist auch relativ hoch gegangen jetzt, aber das darf er ja auch. 185, 64, wunderbar. Höchster Puls war jetzt in dem Fall 140. Von Schwindel keine Spur. Klassischer Vorführeffekt. Vielleicht gibt es andere Ursachen für Herrn Kneemeyers Probleme. Die Ärzte werden die Daten prüfen. Unterdessen braucht Lea Feil Hilfe bei einigen Rezepten. Ich habe hier tatsächlich noch was wegen diesem Ausland
Ich habe da nämlich nochmal angerufen, im AOK genehmigt es immer, muss halt so muss draufstehen, genau. Okay, also die haben alle eine Genehmigung dann dafür. Sehr gut. Vielleicht kannst du es mir dann einfach. Lege ich dir rein. Vielen Dank. Danke. Langsam lichtet sich der Dschungel. Das Wartezimmer leert sich. Lea Feil wirkt frisch wie am Morgen. An meinem Job gefällt mir auf jeden Fall die Vielseitigkeit, auch in so einer großen Praxis vor allem zu arbeiten. Ist auf jeden Fall immer was los. Vielleicht ein Grund, warum die Landarztpraxis Steinenberg keine Personalprobleme hat. Der nächste Patient, den wir gleich haben, ist eine Impfung. Das haben wir gestern auch schon besprochen. Die, denke ich, kannst du auch durchführen. Caroline Kurt kommt ins 10. Semester Medizin. Das 2. Staatsexamen rückt näher. Zeit, praktische Erfahrungen zu sammeln. Hallo, guten Morgen. Ich habe noch eine junge Kollegin dabei, Frau Skomrak. Das ist die Frau Caroline Kurt, Studentin. Ist das in Ordnung, wenn die dabei ist für Sie? Sehr gut, okay. Sie kommen zum Impfen mit dem Matteo heute. Genau. Ist er fit? Ja, er hustet ein bisschen. Okay. Seine Nase läuft, aber sonst ist es eigentlich fit. alles gut. Wie ist es mit Kontraindikationen fürs Impfen? Also während eines Infekts sollte man nicht impfen, aber wenn der jetzt schon wieder abgeklungen ist, dann sehe ich Aber ist Infekt gleich Infekt, insbesondere im Kleinkindesalter? Da gibt es wahrscheinlich so viele Infekte, dass man da auch ein bisschen Genau, also so schwer. Und wenn das Kind in gutem Allgemeinzustand Genau, also eine leichte Rotznase wäre jetzt keine Kontraindikation. Also impfen gegen Masern und Meningokokken. Die können eine Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung auslösen. Matteo, gleich ist geschafft. Das ist gleich geschafft. Und schon vorbei. Oh. Jetzt ist alles vorbei. Schnell wieder auf den Arm. Für sie hat das Praktikum in der großen Landarztpraxis einen ganz besonderen Reiz. Also ich finde, es ist total vielfältig. Man sieht auf jeden Fall viele unterschiedliche Patienten und Patientinnen. Hier sind ja auch Kinder in der Praxis. Das heißt, man sieht wirklich die ganz Kleinen bis die ganz Alten und alle kommen irgendwie mit unterschiedlichen Problemen und Erwartungen. Hallo, guten Morgen. Caroline Kurt ist mein Name. Ich bin Medizinstudentin hier. Ich würde jetzt einmal schon mal kurz mit Ihnen besprechen. Dann kommt gleich der Herr Hüschle dazu und dann reden wir zusammen nochmal. Rolf Schwarz ist Extremläufer. Neulich erlitt der 70-Jährige bei einem Ultramarathon einen Schwächeanfall. Die Ärzte stellten einen akuten Eisenmangel fest, ausgelöst durch eine nicht erkannte Glutenunverträglichkeit. Wie klappt's mit der Ernährung? Etwas Luft nach oben. Okay. Fast 100%. Okay, ja, ist ja auch nicht so einfach. Der Verzicht auf das Weizenprotein Gluten fällt Rolf Schwarz schwer. Sein Zusammenbruch damals kam völlig überraschend. Ich war in Berlin beim Mauerweglauf, also 100-Meilen-Lauf, und musste nach 20 Kilometern aufhören. Und Sie haben das gemerkt, dass Sie einfach schlapper waren, dass Sie da abbrechen mussten? Dass Sie nicht Ich habe keinen Fuß mehr vor der anderen gebracht und das war überhaupt ganz neu für mich. Ja. Beim Herrn Schwarz geht es darum, ob wir noch mal eine Laborkontrolle machen. Die letzte war jetzt Mitte Dezember. Hallo Rolf. Durch Infusionen haben sich die Eisenwerte normalisiert. Auch der Hämoglobinwert ist gut. Wie war denn der letzte HB-Wert? Der HB war bei 15, also eigentlich spitzenmäßig. Damit sollte der Ultralauf dann eigentlich in Bestzeit erfolgen. Und dann machen wir ein Blutbild. Okay, dann Rolf. Kleine Pause, die Kaffeeküche. Der Treffpunkt fürs Team. Zeit für eine kleine Stärkung. Gäste von der Uni sind in der Praxis immer willkommen. Eine Bereicherung, wenn man junge Kolleginnen und Kollegen da hat, weil die einfach doch auch viele Fragen stellen, die einen dazu bewegen, dann selber nochmal nachzudenken, warum mache ich gewisse Dinge eigentlich. Das macht Spaß natürlich auch das, was man selber weiß oder die Erfahrung, die man gesammelt hat, dann auch weiterzugeben. Und auch natürlich ein Stück weit versuchen, die Begeisterung und die Motivation für diesen Beruf auch weiterzugeben. Patientin Evi Windisch hat es übel erwischt. Was gibt's denn? Also ich habe seit 4 Wochen mit dem Grippevirus zu tun und das resultierte dann noch in einer Lungenentzündung. Okay. Und ich bin immer noch völlig matt, down und mir ist 3/4 vom Tag schlecht, richtig übel. Sie könnten sich vielleicht noch einmal auf die Liege legen, dann würde ich mir den Bauch selber noch einmal angucken.
Seit Tagen hat sie nämlich Bauch- und Magenschmerzen. Und dann, tut mir leid, ich habe kalte Hände. Ich würde einmal ein bisschen tasten. Sie sagen, wenn irgendwas unangenehm ist. Haben Sie gerade Schmerzen? Nee. Okay. Nee, das ist nicht schmerzhaft, aber ja, unangenehm halt. Und das bläht halt sofort, gell. In welche Richtung würdest du jetzt weiter Diagnostik machen oder hattest du eine Arbeitshypothese schon? Also ich habe sie untersucht, da ist jetzt nichts groß aufgefallen. Genau. Ich würde es gerne mal mit symptomatisch versuchen und dann, wenn es jetzt nicht besser wird, dann könnten sie noch mal wiederkommen. Und dann. Sehr gut. Dass wir vielleicht noch mal die Entzündungswerte überprüfen, ob sich da noch mal was verändert hat. Das haben wir ja dann ein zeitnahes Ergebnis, um da gegebenenfalls darauf reagieren zu können. Ich merke jetzt, dass einem die Dinge, die man in der Theorie lernt, natürlich auch wirklich was bringen. Also, dass man die auch anwenden kann, das ist natürlich schön. Und ganz oft ist es eben so, dass man nicht klar sagen kann, die Ursache ist jetzt das und das, sondern dass man einfach mal ein bisschen gucken muss, wie es weiterläuft. Und das ist in so einer Praxis natürlich was ganz anderes als zum Beispiel im Krankenhaus oder als man es in den Vorlesungen lernt. Caroline Kurt und Philipp Höschle verstehen sich prima. Vielleicht ist sie ja schon bald Kollegin, neue Landärztin im Schwäbischen Wald. Heike Reetz unterwegs zum Stiftungshof im Haubenwasen. Ich komme gern hier. Die Atmosphäre ist sehr freundlich. Die Bewohner werden als Persönlichkeiten wahrgenommen. Es ist über die Jahre auch ein Vertrauensverhältnis gewachsen. Hier in Alfdorf kennt sie viele Patienten. Angucken werde ich wahrscheinlich 10. Aber insgesamt frage ich natürlich alle, die ich habe, ob irgendwas war oder sich was geändert hat, um Medikamente anzupassen. Erika und Bruno Kipka leben gemeinsam hier. Genau. Ich habe ihre Blutzuckerwerte schon angeguckt. Die sind ein bisschen runtergegangen. Und ich habe auch schon mitgekriegt, dass sie abgenommen haben. Also das Mittel scheint zu wirken. Herr Kipka, gibt es bei Ihnen mit den Schmerzen, Gelenke? Es ist einigermaßen, durch die Tabletten ist es schön. Und wenn ich eine brauche, so Schmerztabletten, dann kann ich ja eine verlangen. Genau. Und dann lassen wir das Cortison jetzt so. Wenn es wirklich lang stabil ist, würde ich versuchen, es tatsächlich wieder zu reduzieren. Einrichtungen wie diese wären ohne die Landarztpraxis verloren. Eine neue Bewohnerin hatte Pech, ist gleich nach dem Einzug schwer gestürzt. Auch die Tochter ist da. Hallo, Hallo. Wir kennen uns ja noch nicht. Ich bin Ihre neue Hausärztin. Wir müssen uns erst mal kennenlernen. Sie sind ganz frisch eingezogen. Ich will einmal, weil ich Sie ja noch nicht kenne, Herz und Lunge abhören, ob da alles in Ordnung ist. Tief ein, durch den offenen Mund. Sehr schön. Gut, weiteratmen. Okay, das hört sich aber gut an. Margit Münster kommt frisch aus dem Krankenhaus. Sie hatte sich bei dem Sturz den Oberarm und den Oberschenkelhals gebrochen. Kein Wunder, dass sie Schmerzen hat. Die Klammern würden noch ein bisschen drinnen bleiben, damit es gut zusammenwächst. Ja? Okay. Wenn Sie Schmerzen haben, dürfen Sie sagen. Ja, ja. Gut. Langsam aber stetig geht es jetzt aufwärts. Ja, natürlich. Ja? Natürlich. Dann einen guten Tag Ihnen. Ja, und vielen Dank. Also, ja, gerne. Tschüss. Ja. Heike Reetz hat hier weiter gut zu tun. Derweil in Steinenberg vor der Landarztpraxis. Dr. Philipp Höschle hat Pizza besorgt. Einmal pro Woche ist das Team mittags gemeinsam. Ein gutes Arbeitsklima ist den Chefs sehr wichtig. Ich habe ein großes Team und wer gut arbeitet, muss auch gut essen. Während die einen futtern, muss ein anderer schnell los. Peter Höschle hat einen Termin in Rudersberg. Die Patienten im dortigen Wohnheim des Vereins für Behinderte liegen ihm sehr am Herzen. Diese Einrichtung wurde vor ca. 50 Jahren gegründet von der Frau Bogusch. Die Frau Bogusch hatte eine Tochter, die einen Konterganschaden hat. Und die hat die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Behinderung zu damaliger Zeit sehr schlecht versorgt waren. Hallo miteinander. Hallo. Hallo, du. Wie geht's dir denn?
Hallo, hallo. Grüß dich. Heute wohnen hier 53 Menschen. Steffen Haupt hat keine geistige Behinderung, lebt aber seit Geburt mit schweren Spastiken und einer Rückgratverkrümmung. Und er hat ein akutes Problem. Jetzt, Steffen. Jetzt mit mir selber. Sagst mir selber, was los ist? Soll ich dich unterstützen? Ja, er ist jetzt aufgeregt. Ja. Also, er kriegt gerade in letzter Zeit wieder sehr schlecht Luft. Ja. Und jetzt hat er ja gesehen beim Dennis und beim Rainer, dass die so einen Husti haben von der Firma Klotz, wo er richtig arbeitet mit der Lunge und allem. Sehr gute Idee. Und hast du gut beobachtet. Genau, Steffen. und das Super, will er mit dir bereden, ob er Ja. das machen kann. Ja. Wie gesagt, das trainiert die Lunge. Und da muss man die Firma Klotz, die sind da für uns zuständig. Ich habe dich gerade nicht verstanden. Wie lange das dauert? Nicht lang. Wenn so ein behinderter Mensch klagt, muss ich gucken, ist jetzt was Akutes oder ist nichts Akutes. Und das ist oft bloß dadurch rauszukriegen, dass man die Leute kennt. Und das weiß die Heidi als Betreuerin, die kennt die Leute sehr gut. Und wenn die mich anruft und sagt, oh, der Ton ist jetzt anders, du musst kommen, dann weiß ich, da ist was Akutes und dann muss ich auch sehr schnell kommen. Ja, Jennifer, hallo. Auch Jennifer Stolze hat Spastiken. Ja, hallo. Wie geht's dir denn? Gut. Kannst du in die Ohren mal gucken? Ja, mache ich. Hast du Ohrenschmerzen oder hörst du schlecht? Jenny, ich gucke dir jetzt in die Ohren, gell? Halt bitte mal deinen Kopf ganz ruhig. Dein Ohrschmalz, das Ohr sieht in Ordnung aus. Jetzt machen wir noch das andere Ohr. Du hast schön stillgehalten, das ist prima. Ja, wunderbar. Alles gut. Also von außen sehen die Ohren gut aus. Manches kann vielleicht aber auch jetzt Pollerflug oder sowas sein. Genau. Und Jenny, du nimmst das Spray, das ich dir jetzt gebe, lässt dir 2-mal am Tag geben, in jedes Nasenloch. Morgens und abends. Kraft. Ja. Heute das letzte Mal. Hast du gehört, was er gefragt hat? Nee. Ob du heute das letzte Mal kommen darfst? Nein, ich komme nicht das letzte Mal. Das ist wichtig für sie, das zu wissen, dass es dich noch gibt und dass du auch wieder kommst. Also dann, mach's gut, tschüss. Deshalb fällt es ihm so schwer, als Arzt aufzuhören. So, jetzt brauche ich deinen Arm. Xaver will sich nicht impfen lassen. Dr. Philipp Höschle kennt das gut. Pass auf, soll ich mal nach einem anderen Pflaster für dich schauen? Auch nicht. Es ist ja nachvollziehbar, dass das jetzt nicht zu den Lieblingstätigkeiten der Kinder gehört, aber oft ist es so, dass es dann nach dem ersten Widerstand, dann, wenn es vorbei ist, dann auch relativ schnell verziehen ist. Und das war's schon. Schau mal, schon geschafft. Das ist auch bei Xaver so. Montagmorgen in der Landarztpraxis Steinenberg. Der Tag beginnt ruhig, geschäftig, aber wohl organisiert. Dr. Philipp Höschle ist Landarzt mit Leib und Seele. Die Praxis betreut auch Kleinkinder, weil Kinderärzte auf dem Land fehlen. Andere Patienten kennt Philipp Höschle seit Kindertagen, zum Beispiel Felix Renner. Du warst jetzt 5 Jahre in Mexiko, ist das richtig? Genau, 5 Jahre. Ich bin seit einem Monat wieder in Deutschland. Okay. Gab es denn irgendwelche gesundheitlich außergewöhnlichen Ereignisse in Mexiko? Ja, einmal Covid gehabt. Für Bosch hat er dort eine Entwicklungsabteilung geleitet. Das Tübinger Tropeninstitut fand keine exotischen Krankheitserreger bei ihm. Nun noch der allgemeine Check-up. Dann wurde ein paar Laborwerte bestimmt. Da ist bis auf einen singulären Wert des Bilirubin, ein Parameter, der den Leberstoffwechsel darstellt, hat aber jetzt keinen größeren Krankheitswert. Also kann man nur zur Kenntnis nehmen. Die gute Zusammenarbeit mit den medizinischen Fachangestellten ist ihm wichtig. Es gab Montage, da war es noch voller. Also für einen Montag ist es relativ übersichtlich. Wir sind aber auch voll besetzt. Das heißt, 5 Ärzte, da können wir dann relativ gut alles abfangen. Hallo. Frau Bühner, so gefallen Sie mir ja schon viel, viel besser. Wie geht's Ihnen? Also der Schwindel ist
fast weg. Ja? Aber das Ohr ist unmöglich, so ein Bolle drin. Okay. Genau. Bei Hin- und Herbewegen im Bett kam ja direkt auch dieser Brech- und die Übelkeit und dieser Brechreiz. Ja? Was jetzt so auch rückblickend schon doch sehr für diesen Lagerungsschwindel spricht. Ausgelöst wohl durch eine Mittelohrentzündung. Dann würde ich gerne einmal noch mal in das Ohr reinschauen. Okay, also da sieht man schon noch eine Rötung, die aber im Vergleich zur letzten Woche rückläufig ist. Aber ich bin schon sehr glücklich und froh, dass Sie jetzt wieder auf 2 Beinen hier vor mir stehen. Mittagspause. 2 Stunden für alle. Philipp Höschele verbringt sie bei gutem Wetter gern draußen mit seinem Vater, dem Gründer der Praxis. Ich hatte ein paar anstrengende Patienten, aber es ging ganz gut. Und das mit der Studentin, das klappt auch ganz gut. Die macht so die Patienten ganz gut selbstständig. Peter Höschele arbeitet in Teilzeit immer noch mit und liebt dieses Ritual. Man kann die Mittagspause sicherlich auch in der Stadt genießen, aber hier ist es natürlich in einem Umfeld, das im besten Fall zur Entspannung sehr beiträgt. Also für mich war immer wichtig, dass ich für diesen anstrengenden Dienst, dass ich da Selbstfürsorge betreibe. Und deswegen war schon immer die Mittagspause ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass ich mittags einfach zur Ruhe komme, runterkomme. Zurück in der Praxis. Medizinstudentin Pauline Praxel braucht Unterstützung. Also er hat seit heute Morgen hier an der Seite vor allem starken Druckschmerz. Bisschen Schmerz hier. Kann ich einmal da drauf? Ahmad Hazem ist aus dem Irak geflohen. Er leidet an einer seltenen Knochenkrankheit, die hiesige Ärzte vor Rätsel stellt. Wäre es ein rechtzeitiger Oberbauchschmerz und was würdest du da denken? Rechtsleber. Genau, Gallenblase hier. Sind Sie hingefallen? Nee. Das ist eine Idee, an was man da sonst eher denken würde, jetzt hier im linken Unterbauch. Appendix, oder? Kann man doch diese zeigen. Ja, aber genau. Die Sonographie zeigt nichts Auffälliges. Also ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine Blutkontrolle noch, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Können Sie ein Urin noch abgeben? Kann ich machen. Die Tätigkeit als Landarzt ist insofern total spannend und aufregend, weil es extrem abwechslungsreich und vielfältig ist. Es sind ganz viele Begegnungen, die man mit den Menschen hat, aus verschiedenen Facetten, aus verschiedenen Altersgruppen. Und man ist jeden Tag mit Dingen konfrontiert, wo man gar nicht damit rechnet. Zeit für einen Plausch mit Praxismitinhaber Dr. Michael Kodler. Und dann nochmal ein ganz junger Patient. Aaron ist gestürzt, aber sehr tapfer. Aaron, kannst du dich erinnern, was passiert ist? Warst du zu schnell unterwegs? Okay. Es kann natürlich auch sein, dass ich das noch ein bisschen... Darf ich mir das mal angucken, Aaron? Okay. Du sagst mir, wenn irgendwo was wehtut, ja? Wichtig ist jetzt, eine Gehirnerschütterung auszuschließen. Das wäre zum Beispiel anhaltendes Erbrechen, Schläfrigkeit oder sonstige Auffälligkeit. Muss ich sagen, Mensch, so kenne ich meinen Sohn gar nicht. Ja, ist sogar. Dann kriege ich auch ein Pflaster drauf. So. Einmal. Super. Aaron, magst du dir noch was aus der Schublade rausholen? Dann komm mal mit. Natürlich will Aaron das. Mit der Medizin sind die Schmerzen schnell vergessen. Dr. Michael Kodler unterwegs, heute bei Traumwetter. Wir fahren jetzt nach Berglen zur Frau Weng. Und das ist eine 98-jährige alte Dame, die besuchen wir und gucken, wie es ihr geht. Sie hat jetzt mit dem Herz Probleme, hat mit der Luft Probleme gehabt. Wir haben eine Medikation begonnen und die müssen wir jetzt überprüfen, wie sie wirkt. Die Seniorin leidet unter Wassereinlagerungen. So, Frau Weng, guten Morgen. So, Frau Weng. So Schwindel. Mhm. Dann messen wir Ihnen doch mal gleich den Blutdruck, ja? So, geben Sie mir gerade mal der Hannes so her. Jawohl, so ist gut.
Kriegen Sie wieder besser Luft? Ja, ja. Gut. 140/80. Das ist ganz gut. Ja? Dann höre Sie gerade mal hinten noch auf der Lunge ab. Müssen wir da Hanna so hoch. Jawohl, sehr gut. Und einmal schnaufen. Sehr gut. Die Lunge ist wieder frei. Die 98-Jährige ist noch sehr fit. Freuen Sie sich, wenn der Herr Doktor kommt? Ja. Gut. So, also von die Tablette müssen Sie jetzt wieder nehmen. Ja. Gell? Ja. Immer morgens zu der anderen dazu, was Sie jetzt schon nehmen. Ja. Die hat deshalb Gewichtsprobleme, weil die eingelagert hat, weil das Herz schwach war. Darum hat sie halt Wasser eingelagert und das haben wir jetzt mit einem entwässernden Medikament wieder gut rausgekriegt. Aber jetzt hat sie wieder ein bisschen zugenommen, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr davon geben. Ja? Und das Wasser jetzt herkommt. Das kommt vom Herzen, weil ihr Herz nämlich so stark schlecht. Also, Margarete Weng hat stark auf die Tabletten reagiert. Typisch für Menschen, die selten krank waren. Gut, Frau Weng, dann sage ich Ihnen jetzt Ade. Gell? Ade, Herr Doktor. Tschüssle, Ade. Klar, das ist eine absolute Vertrauensbeziehung. Wen wird man auch zu sich nach Hause reinlassen, wenn man ihn nicht vertraut? Ne? Das ist klar. Und da wachsen natürlich auch langjährige Bindungen. Also da muss man manchmal auch gar nicht mehr viel sagen. Da langt dann ein Blick und man weiß schon, worum es geht oder was los ist. Michael Krudler besucht Patienten im Umkreis von 25 Kilometern um die Praxis. Im Nachbarort wird er schon erwartet. So, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Herr Doktor. Frau Elser. Herr Elser. Ihre Hüfte war angebrochen. Aber Sie sind wieder mobiler, Frau Elser. Mir geht's nicht schlecht. Gell? Ich bin zufrieden. Also sie ist gestürzt und dann war es sehr mühsam, sehr, sehr schmerzhaft. Und dann konnte sie fast nicht laufen und fast nicht sitzen. Messen wir den Blutdruck. Jawohl. Paul Elser hat Herzprobleme. 140/80, das ist gut. Sehr gut. Mein Alter. Das ist die Spitze. Und dann war die Frage, ob wir ihr einen Gehstock aufschreiben können. Ich schreibe Ihnen einen auf. Lasse Ihnen gleich das Rezept da. Ja, gut. Das wäre nicht schlecht. Ja, das machen wir. Also dieses Quartal kommt jemand vorbei und nimmt nur Blut ab. Meldet sie sich? Die meldet sich dann. Die meldet sich bei Ihnen. Und die kriegt keiner. Doch, Sie kriegen auch einen. Hier. Sie kriegen da einen. Sie kriegen da. Ich weiß. Weiter geht's durch den Schwäbischen Wald. Ich treffe meine Patienten natürlich auch privat, wenn ich im Dorf unterwegs bin. Ich werde begrüßt und ich wechsle dann auch ein paar Worte mit ihnen. Guck, das ist jetzt hier dieser wunderschöne Aussichtsplatz. Ein Ort, an dem Michael Kodler weiß, warum er Landarzt geworden ist. Er schätzt besonders, dass es ruhig ist. Ich kann die Hektik der Stadt kann ich nicht ab. Das bekommt mir nicht. Wenn ich eine U-Bahn-Station sehe, werde ich nervös. Ich habe in Ulm studiert, aber das ist ja keine richtige Stadt. Das darf man jetzt nicht sagen. Ich genieße es, abends von der Praxis heimzulaufen. Das ist wunderschön. Letzter Termin in Haubersbronn bei der 84-jährigen Elsbeth Feger. Jetzt habe ich hier das Kartenlesegerät vergessen. Das muss ich beim nächsten Mal dann mitnehmen und bringen. Frau Feger plagen gleich mehrere Zipperlein. Ich habe eine Platte im Rücken drin, ich habe eine Zyste im Rücken gehabt, einen Oberschenkelhalsbruch gehabt, einen kürzeren Fuß und lauter so Sachen. Und auch Altersbeschwerde halt. Gell? Ja, aber jetzt sind sie es doch relativ gut wieder nachgerückt. Auch mit dem Oberschenkelbruch, muss man auch sagen. Ich reiß mich zusammen. Erst Krankenhaus, dann Lungenentzündung und 3 Wochen Reha. Hat meine frische Wäsche holen wollen, gehe wieder zurück und fall vor dem Schlafzimmer nach. Ohne Teppich, ohne alles. So, Dele. Jetzt nehmen wir mal die Medikamente und schreiben nur die Medikamente. Die schreibe ich Ihnen auf, gell? Weil von denen, ich hätte noch welche, aber
Ab und zu nehme ich auch. Okay. Und nach den neuen Rezepten noch eine Überraschung. Wegzehrung für unterwegs. Die Dankbarkeit seiner Patienten berührt ihn immer wieder. Also, vielen Dank. Ich danke schön und macht's gut. Machen Sie es auch gut. Gell? Tschüss, Ade. Tschüss.